UK do, would either country be open to considering the possibility of a limited no-fly zone over humanitarian corridors to be set up in the country? Thank you. So, first of all, in answer to your question, the United Kingdom hat sich Liz Truss zu Wort gemeldet, die britische Außenministerin, Sekretärin. Sie versucht jetzt hier Stellung zu beziehen, was man hier alles versucht zu unternehmen, eben um die Ukraine zu unterstützen in Verteidigungssystemen. Natürlich, glaubt man hier, dass der beste Weg, die beste Möglichkeit ist, um hier die russische Invasion weiterhin zu verhindern mit eben den Verteidigungssystemen, die man hier unterstützen wird, und natürlich auch eben der Sperre des Flugverkehrs über den humanitären Korridoren. Und die humanitären Korridore, hier muss man auch eben darauf achten, dass diese nicht nach Weißrussland oder Russland direkt führen, sondern man versichert sich hier, dass die Ukrainer sich bestmöglich hier mit den Waffen und den Verteidigungsmöglichkeiten verteidigen kann. Und jetzt US-Außenminister Antony Blinken. Could we have Sarah Smith at the BBC, please? Thank you very much. After the direct strike on a children's hospital in Mariupol, President Zelensky is Und nach dem Bombardement auf das Kinderhospital in Mariupol hat man hier jetzt sich geäußert, dass es hier jetzt tatsächlich zu einem Terror kommt. Und der beste Weg, um eben sich hier jetzt davor zu verteidigen und den Himmel sozusagen vor den Angriffen zu bewahren, ist eben ein Weg, der hier ohne Waffen zu verzeichnen ist. Und der Angriff auf das Kinderhospital ist definitiv komplett zu verurteilen. 220 Millionen, die hier jetzt locker gemacht werden, um humanitäre Hilfe zu leisten. Die britische Bevölkerung ist und steht total hinter der Ukraine. Und jetzt meldet sich US-Außenminister Antony Blinken zu Wort. Our peoples both have tremendous admiration for President Zelensky, for his entire team, for the Ukrainian people that they represent. But the courage they've shown, und er spricht sich dafür aus, dass Wladimir Zelensky und auch die ukrainische Bevölkerung hier die komplette Unterstützung und auch das Verständnis haben. Und man wird hier alles Mögliche tun, um natürlich die Ukraine zu unterstützen. Man hat hier außergewöhnliche Dinge bereits getätigt, um die Ukraine zu unterstützen, dahingehend, dass man sie unterstützt mit Verteidigungssystemen, um sich selbst gegen Russland zu verteidigen. Und auch jene, die die Ukraine verlassen mussten, die geflüchtet sind, auch die wird man natürlich auch weitgehend unterstützen. Es ist das Ziel, hier Leben zu retten und um sinnloses Blutvergießen zu verhindern. Und man versucht ja alles Mögliche, dass der Krieg sich nicht ausweitet, sondern sein Ende findet. Andererseits wird dieser Krieg noch mehr Leute in den Tod ziehen und es wird die Lösungen in dem Konflikt noch schwieriger gestalten. Und
Er spricht sich davon aus, dass amerikanische Piloten und US-Soldaten nun jetzt in die Ukraine schicken wird. Aber das würde natürlich hier noch mehr Tote fordern und auch die NATO natürlich nicht so besonders für gut heißen. Daher würde es noch mehr Menschenleben opfern. Thanks very much. Mr. Secretary, first for you on Venezuela, can you just tell us whether the U.S. is considering easing sanctions on Venezuela to get its oil absent of any progress on the negotiations with the opposition? And then second, for both of you on the sanctions in the endgame, die Frage, die man hier stellt, ist bezüglich der Sanktionen. Und die zweite Frage auch über Wladimir Putin, wie er versagt hat, beziehungsweise wie er versagen wird. Undersecretary Nuland said yesterday might rise up and I don't know what, potentially overthrow him. Do you believe now that it's simply impossible for the United States to have a productive or stable relationship with Russia if Vladimir Putin remains in power? Glauben Sie, dass die US nach wie vor hier eine stabile Beziehung zu Russland aufrechterhalten kann, aufgrund der Tatsache, dass Wladimir Putin hier sich natürlich jetzt weiter hier bemächtigen möchte, beziehungsweise auch, wie es zukünftig aussehen könnte, wenn er sich zurückzieht? Securing the release of Americans who are unjustly detained there. And happily last night, as you heard, 2 Americans, Gustavo Cardenas and Jorge Fernandez, were released. They had been wrongfully detained. They're now reunited with their families. And it's also true that we have an interest globally in maintaining a steady supply of energy, including through Amerikaner, die jetzt bereits jetzt hier wieder freigelassen wurden anscheinend und jetzt wieder mit ihren Familien vereinigt sind. Und hier spricht er sich natürlich aus über die multiplen Beziehungen in der ganzen Welt, die die USA natürlich hier jetzt pflegt und auch über die diplomatischen Beziehungen in die ganze Welt. Und man möchte hier natürlich jetzt die beiden nach Hause bringen. Und hier spricht sich natürlich auch nochmal man sich hier aus, dass auf jeden Fall die Aggression in der Ukraine auf jeden Fall beendet werden muss und man gegen Wladimir Putin jetzt nur so gegen Wladimir Putin vorgehen kann, dass man jetzt die Sanktionen gegen Wladimir Putin setzt, seien es finanzielle Mittel, seien es auch in wirtschaftlicher Hinsicht, auch im Bereich der Banken, den SWIFT, dass man hier einige Banken bereits gesperrt hat. Auch aus dem privaten Sektor gibt es natürlich jetzt einen größeren Rückzug einiger Firmen aus Russland und natürlich auch die russische Bevölkerung, die hier ein Leck an Informationen hat, da man natürlich jetzt auch von Seiten Wladimir Putin versucht, natürlich jetzt die Medien zu lenken und zu beeinflussen. Daher auch das Riesenleck, das große Loch an Informationen der russischen Bevölkerung. Let me say a couple of things to this. First, I think it's important to remember that throughout this crisis created by Putin and Russia, we've sought to provide possible off-ramps to President Putin.
Also man He's versucht the hier only one trotz who der decided whether or Krise not natürlich to jetzt in so der far, Ukraine hier time nach has been wie an vor opportunity to do just jetzt that. auch He's pressed einen the accelerator. Rahmen bzw. Continued eine down, gewisse this Gesprächsbasis horrific auch zu road Wladimir Putin nach wie vor aufrechtzuerhalten. He has a clear plan right Er hat now einen to ganz klaren brutalize Ukraine. Plan, jetzt wie er in der Ukraine vorgeht und Ukraine besetzt bzw. für sich gewinnen möchte. We saw the failures of the initial military plan to quickly subjugate the country. That's failed. Und man sieht hier natürlich auch, beziehungsweise spricht man davon eben, welche Pläne hier jetzt fehlgeschlagen sind von Wladimir Putin. Ist, wenn sein Ziel jetzt ist, hier ein Marionettenregime hier einzusetzen, dann ist es natürlich hier auch klar bzw. auf der Hand, dass die Ukraine hier sich voll dagegen auflehnt und natürlich die ukrainische Bevölkerung, ihr Land und ihre Städte, ihren Staat verteidigt. Und unsere Verantwortung liegt nach wie vor darin, dass man die Ukraine dahingehend unterstützt, sich selbst gegen Russland zu verteidigen, damit der Druck Russlands größer wird. Und ich bin überzeugt davon, dass dass Wladimir Putin hier jetzt nicht gewinnen wird und dass Russland natürlich die Konsequenzen dafür tragen muss. Und man spricht sich hier davon aus, dass er zwar das Land jetzt für sich gewinnen kann, aber er kann nicht natürlich jetzt sozusagen das Herz und die Seele der Ukraine gewinnen. Nach wie vor geht man hier sehr vereint gegen Russland vor in der Ukraine. Die Ukrainer, die sich hier gegen die Russen sehr stark gemacht haben und vereint auflehnen gegen die Invasion. Liz was just saying, economically, the measures that we've taken have erased 30 years of progress integrating Russia into the world. This dramatic exodus of virtually every international Und die wirtschaftlichen Sanktionen, die man hier jetzt bereits gesetzt hat, die werden auch Langzeit natürlich weiterhin bestehen und Russland wird einen großen Schaden davon ertragen. Man kann hier nicht für Wladimir Putin entscheiden, aber man kann hier nur nach wie vor die Unterstützung für die Ukraine verstärken und den Druck auf Russland verstärken. Das ist das Einzige, was wir hier machen können von unserer Seite aus. Soweit der US-Außenminister Antony Blinken.